Wir beginnen gleich mit einem ersten Beispiel. Und zwar geht es darum, dass wir ein Unternehmen analysieren, das in Deutschland ansässig ist. Es macht 200 Millionen Euro Jahresumsatz und hat auch einen eigenen Außendienst. Das heißt, wir sind in der Gastrobranche tätig und im Großen und Ganzen beliefern wir also Restaurants, manchmal auch Großküchen, mit unseren Produkten und auch mit unseren Dienstleistungen. Wir haben auch eine konkrete Aufgabenstellung, die wir jetzt im Rahmen dieses kleinen Fallbeispiels lösen sollen, nämlich es gibt Wachstumsziele für 2024 und die gilt es zu erreichen und da brauchen wir Maßnahmen und Strategien und das versuchen wir jetzt mal abzubilden. Dazu haben wir unsere Controlling-Abteilung befragt und gesagt, ob die uns nicht Daten zur Verfügung stellen können, weil wir können es ja nicht einfach so machen. Und die haben uns dankenswerterweise schon eine Tabelle zur Verfügung gestellt. Und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an, um Maßnahmen und Strategien ableiten zu können. Im Idealfall auf den ersten Blick. Werfen wir mal einen Blick auf die Tabelle und wir sehen eigentlich sofort, in diesem Fall ist es klar und deutlich ersichtlich, es gibt schon räumliche Daten in dieser Tabelle, denn die Controlling-Abteilung hat uns die Daten bereits auf Landkreisebene zur Verfügung gestellt. Wir sehen hier die Spalte Landkreis. Es gibt auch eine Zuordnung von dem Landkreis zum Außendienstmitarbeitergebiet, also welcher Landkreis wird von welchem Außendienstmitarbeiter betreut. Dann haben wir weitere interne Kennzahlen, nämlich Umsatz year to date, also wie viel Umsatz haben wir in diesem Jahr bisher in diesem Landkreis erwirtschaftet. Wir wissen auch, wie viele Kunden dort sind und wie viele Besuche der Außendienst bereits in diesen Landkreisen umgesetzt hat. Naja, so richtig einfach ist es nicht, da jetzt Entscheidungen abzuleiten mit dieser Tabelle. Dazu müssen wir nochmal uns vielleicht anderen Tools bedienen. Da bietet Excel ja auch eine Reihe Visualisierungstechniken. Ich kann beispielsweise mal ein Diagramm einblenden, ein paar Balken, um zu sehen, welche Landkreise haben denn möglichst viel Umsatz. Ich kann auch Besuche einblenden hinten und da Cluster suchen, welche Landkreise denn wenig Besuche haben und welche viel. Aber Maßnahmen abzuleiten mit diesen Informationen würde ich mich jetzt noch nicht trauen. Ich kann auch eine Pivot-Tabelle machen im Excel und das Ganze mal aggregieren, wie viele Kunden habe ich denn pro Außendienstmitarbeiter. Da sieht man, dass die Außendienstgebiete relativ inhomogen sind, also nicht sehr ausgeglichen. Und da würde ich vielleicht empfehlen, als erste Maßnahme das Webinar im November zu buchen, am 23.11. von den Kollegen. Die kümmern sich nämlich genau um Techniken, wie man Einzugsgebiete schön homogen hinbekommt, in Form von Szenarienberechnung. Aber das ist jetzt natürlich nur eine erste Idee. In den Landkreisen steckt doch die Information der Bundesländer. Die ersten beiden Ziffern der Landkreisnummer repräsentiert das Bundesland. Und auch da weiß ich dann, wie viele Kunden letztendlich ich pro Bundesland habe. Mit ein bisschen Fantasie könnte ich hier vielleicht ein Nord-Süd-Gefälle interpretieren. Wir haben Baden-Württemberg und Bayern, da weiß ich das im Süden. Naja, aber eine valide Aussage, eine valide Maßnahme würde ich auch mit dieser Tabelle nicht ableiten. Probieren wir es also geografisch, geobasiert, die Marktanalyse durchzuführen. Und schauen uns erstmal die Außendienstgebiete an. Wir haben hier alle Landkreise, wo bemerkt, diese Tabelle ist nur ein Auszug aller Landkreise. Wir bringen also zuerst mal die Landkreise auf die Landkarte und legen im Anschluss die Außendienstmitarbeitergebiete drüber. Hier sieht man alle Landkreise Deutschlands und das sind die Außendienstmitarbeitergebiete. Die sehen ja relativ kompakt aus, 10 Stück an der Zahl. Martin, du schaust ein bisschen skeptisch. Ist dir was aufgefallen, oder? Ja, mir ist sofort was aufgefallen und zwar im Osten Deutschlands ist da irgendwie so eine kleine Insel. Ja, korrekt. Man sieht es sofort auf der Karte, eine kleine Enklave. Das Gebiet 5 ist ja eigentlich im nördlichen Bayern vertreten, im weitesten Sinne. Aber es gibt einen kleinen Ausreißer, der im Osten Deutschlands ist. Und das könnte natürlich auf einen Datenfehler hinweisen. In der Tabelle sehe ich nicht, ob die Landkreise wirklich geografisch nebeneinander sind. Auf der Karte werden diese Fehler sofort sichtbar. Das Kartensystem ist also quasi der Detektiv, der Sherlock Holmes ihrer Daten, kann man so sagen. Und das sehen wir auch im Alltag mit unseren Kunden. Wenn wir die Ist-Situation mal auf die Landkarte bringen, dass oftmals kleine Copy-Paste-Fehler entstehen, die man auf Landkarten sofort erkennt. Also wir haben unsere erste Erkenntnis, wir haben offensichtlich eine fehlerhafte Zuweisung in unseren Gebieten und als Maßnahme, klar, würde ich sagen, wir schauen uns die Vertriebsstrukturen einfach nochmal an, um die zu verbessern, sodass der Außendienst einfach effizienter bearbeiten kann.
Wir haben aber auch noch weitere Informationen in unserer Tabelle, interne, nämlich die Anzahl der Kunden pro Landkreis. Hier gehen wir nach gleichem Verfahren vor. Wir haben unsere Landkreisgrenzen und nun berechnen wir den Anteil der Kunden pro Landkreis. Und hier sehe ich auf den ersten Blick, es gibt Gebiete mit einem hohen Kundenanteil und mit einem geringen Kundenanteil. Die roten Gebiete springen ins Auge, hier zum Beispiel in der Mitte von Deutschland, und die grünen Gebiete haben wir oben im Norden von Deutschland vertreten. Und man sieht auch, dass die sich nicht an irgendeiner Bundeslandgrenze orientieren. Also in Niedersachsen gibt es sehr wohl, im südlichen gibt es geringe Kundenanteile, die gehen aber auch nach Nordhessen mit rein. Was ich auch sehe, ist, dass es innerhalb eines Bundeslandes auch Nuancen gibt und Differenzen. Wir haben hier ein Ost-West-Gefälle in Rheinland-Pfalz und in Bayern gibt es ein Cluster an der Grenze zu Baden-Württemberg und eins im Osten, eins positiv, eins negativ. All das erkenne ich in einer Tabelle auf gar keinen Fall auf den ersten Blick, wie wir es vorhin gesehen haben. Das ist der große Mehrwert. Ja, Erkenntnisse, es gibt Cluster, nicht jedes Bundesland sind die Kunden gleich verteilt. Als Maßnahme einfach die Awareness im Vertrieb verschärfen und sagen, Leute, da gibt es Cluster, wir haben gute und starke Gebiete, lernt davon und stürzt euch auf die negativen Gebiete. Zwei weitere Spalten nehmen wir uns jetzt noch genauer unter die Lupe. Wir haben einmal den Umsatz year to date und die Besuche des Außendienstes innerhalb dieser Landkreise. Jetzt könnte man ja ausrechnen, wie viele Besuche sind notwendig, um auf einen Umsatz zu kommen. Und das machen wir jetzt auf der folgenden Karte. Wir sehen jetzt hier den durchschnittlichen Umsatz, den wir pro Besuch erwirtschaften. Und man sieht, das Kartenbild ändert sich doch gravierend. Wir haben jetzt hier ein Nord-Süd-Gefälle, was man identifizieren kann. Auch das ist in Tabellen unmöglich. Ja, Maßnahme und Erkenntnis. Wir haben den gleichen Zeitraum gewählt. Wir haben die gleiche Produktkategorie gewählt. Wir haben nur mehrere Spalten miteinander verschnitten und wir kriegen dadurch eine bessere Erkenntnis von der Marktsituation. Und als Maßnahme kann ich natürlich ableiten, dass in Gebieten, wo ich mit weniger Besuchen mehr Umsatz mache, kann ich dementsprechend die Gebiete etwas größer designen im Außendienst. Hier nochmal gegenüberstellend. Links sehen wir die Kundenanteile pro Landkreise und auf der rechten Seite die durchschnittlichen Umsatzzahlen pro Außendienstbesuch. Das war jetzt die reine interne Sicht auf unsere Daten. Wir haben jetzt die Tabelle eigentlich komplett ausgeschöpft, die wir gesehen haben. Einen besonderen Mehrwert kann man erzielen, indem man eine externe Sicht in die Analyse bringt. Ja, wir haben vielleicht einen Landkreis, wo wir 100.000 Euro Umsatz machen, aber heißt das, dass wir da gut oder schlecht sind? Wir brauchen ja das Gesamtmarktvolumen dort. Wenn das Volumen 200.000 ist, dann habe ich einen Marktanteil von 50%. Aber wenn dort das Gesamtmarktvolumen 1 Million ist, dann bin ich nur bei 10%. Und genau dieses Gesamtmarktvolumen braucht man, um meine internen Kennzahlen vergleichen zu können mit externen, um zu sehen, wie ist denn die Auslastung, die Ausschöpfung. Und das schauen wir uns jetzt anhand folgendes Beispiels an. Wir brauchen natürlich zusätzliche Informationen. Wir sind nochmal zum Controlling gegangen und haben gefragt, Leute, gibt es eine Marktkennzahl, die wir verwenden können, die das Gesamtmarktvolumen repräsentiert? Und das Controlling hat uns dankenswerterweise eine Kennzahl zur Verfügung gestellt. Nämlich für unseren Gastromarkt sind es 21 Milliarden Euro Marktvolumen pro Jahr für Gesamtdeutschland. Ja, für Gesamtdeutschland ist jetzt ein bisschen ein Haken, denn wir arbeiten ja aktuell auf Landkreisebene. Und wir müssen jetzt versuchen, diese eine Kennzahl, die wir für Deutschland haben, von oben, und hier sind die Landkreise, müssen wir nivellieren und aufs gleiche Niveau bringen. Wir arbeiten jetzt auf Landkreisebene. Wir nennen diesen Prozess, der quasi von Top-Down kommt, auch Disaggregation. Wir haben eine Zahl und versuchen, diese eine Marktzahl in die Landkreise hinein zu vererben. Das kann ich aber nicht einfach so machen, sondern ich brauche einen Hilfsdatensatz, nämlich es gibt einen Zusammenhang zwischen unserem Marktvolumen und der Anzahl an Restaurants in Gebieten. Und natürlich haben wir die Restaurants. Die gibt es im GIS, kann man einlesen. Wir sehen jetzt hier eine Karte mit ganz, ganz vielen Punkten. Das sind alle Restaurants und Gasthäuser und ähnliches in Deutschland. Wir zoomen mal rein, so richtig nach Bremen und sehen hier die Landkreise und können jetzt ja dieses Marktvolumen anteilig in die Landkreise vererben.
Je mehr Gastrobetriebe ich in einem Landkreis habe, desto mehr Marktvolumen wird auch anteilig hineinvererbt. Die folgende Karte ist dann das Ergebnis unserer Disaggregation. Wir sehen hier abgebildet das Marktvolumen, wohlbemerkt in Euro pro Landkreis. Die hellen Gebiete haben wir geringes Marktvolumen, die dunklen Gebiete haben wir ein sehr hohes Marktvolumen. Und das ist jetzt unsere Basis, um das Potenzial mit der Performance vergleichen zu können. Und das bringt den eigentlichen Mehrwert. Ich habe jetzt mal ein Gebiet ausgewählt hier in der Karte, nämlich das Saarland. Da sehen wir auf der linken Seite, wir haben dort ein hohes Potenzial. Auf der rechten Seite sehen wir, es ist rot. Unsere Kundenanteile sind gering. Und diese beiden Karten kann ich jetzt vereinen in einer Matrix. Und das habe ich gemacht. In dieser Matrix sehen wir jetzt, wenn wir uns das Saarland nochmal anschauen, in blau abgebildet, sehen wir sofort hohes Potenzial bei geringer Performance. Es gibt auch andere Gebiete, wie hier oben, wenn wir uns erinnern am Anfang, da war ja der Norden war komplett grün, da haben wir Juhu gerufen, ist aber jetzt relativiert sich das Ganze wieder, wenn ich die externen Daten mit ins Spiel bringe, nämlich die ganzen grünen Gebiete sind jetzt orange und orange heißt hohe Performance, aber geringes Potenzial. Also einen Wachstumsfokus würde ich jetzt nicht auf das Gebiet in Mecklenburg-Vorpommern setzen. Und wir sehen hier im Ruhrgebiet alles dunkelblau, das sind doch unsere Wachstumsgebiete. Und das war ja auch unsere Aufgabenstellung. Wir wollten die Wachstumsgebiete identifizieren. Wenn ich das jetzt einschränke, die Analyse, auf diese beiden Felder der Matrix, sieht es wie folgt aus. Und ich sehe auf den ersten Blick sofort mein Cluster in Nordrhein-Westfalen mit hohem Potenzial und mittlerer bis geringer Performance. Was aber auch auffällt, sind die kleineren Großstädte hier im bayerischen Bereich. Also das deutet darauf hin, als Erkenntnis, dass wir vielleicht auch ein Stadt-Land-Gefälle haben. In den ländlichen Gebieten sieht es eigentlich ganz gut aus, scheinbar zumindest eine hohe Performance zu haben. Das sind die Erkenntnisse und als Maßnahmen vertrieblicher Fokus auf die Zielgebiete. Ja, und wenn man etwas kreativer ist, kann man das Marketing noch mit ins Boot holen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, regionale AdWords-Kampagnen zu steuern, dass man nur in diesen Gebieten Google-Werbeanzeigen schaltet. Gut, als Zusammenfassung vom ersten Teil hier nochmal die Übersicht mit diesen geobasierten Marktanalysen. Identifizieren Sie räumliche Auffälligkeiten in Ihren Daten. Zudem haben wir auch die Fehler herausgefunden. Sie erinnern sich an das Gebiet 5. Es wäre in der Tabelle unmöglich gewesen, das herauszufinden. Die Fehler werden sichtbar. Wir haben auch regionale Marktpotenziale designt und modelliert, indem wir die 21 Milliarden Marktvolumen aus der Marktstudie runtergerechnet haben in feinere Ebenen in die Landkreise. Und zu guter Letzt, wir haben potenzielle Wachstumsgebiete identifiziert durch unsere Analyse. Und das Ganze war jetzt fast rein deskriptiv. Da haben wir nichts mit Machine Learning gemacht. Es ist einfach und schnell. Und das ist ein großer Nutzen von diesen geobasierten Marktanalysen. Daten sind das neue Gold. Diese Aussage haben Sie sicherlich schon sehr oft in den letzten Jahren gehört. Daten sind extrem wichtig, um aussagekräftige Analysen durchführen zu können. Wir möchten Ihnen jetzt zeigen, wie Daten, welche einen Raumbezug haben, hergenommen werden können und aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden. Einerseits inhaltlich. Wir haben jetzt schon einige Daten gesehen, die Unternehmensdaten gegenüber externen Marktdaten. Zweitens aus der geografischen Sicht. Was wir darunter meinen, welche Ebenen es gibt und wie Daten zusammengefasst werden können, werde ich Ihnen gleich näher zeigen. Und letztendlich aus der zeitlichen Perspektive. Das heißt, der zeitliche Aspekt ist bei einigen Fragestellungen sehr wichtig. Wie entwickelt sich ein Raum, eine Region über die Zeit hinweg? Kai hat Ihnen jetzt ein schönes Beispiel gezeigt, wie man eine räumliche Marktanalyse durchführen kann. Und eines hatten all seine Daten, die er verwendet hatten, gemeinsam. Sie hatten einen Raumbezug. Das heißt, wir konnten alle Daten auf der Landkarte darstellen. Von den 21 Milliarden Euro für ganz Deutschland bis zu den Kunden hinunter. Grundsätzlich unterscheiden wir zwei große Gruppen von inhaltlichen Daten. Einerseits die internen Daten, das sind Daten, die Sie im Hause haben, die Sie sehr gut kennen, mit denen Sie täglich arbeiten. Und mit dem Raumbezug können Sie damit Ihr Unternehmen auf der Karte im Raum beschreiben.
Der zweite große Teil sind die externen Daten. Das heißt, wie kann ich mein Marktvolumen berechnen? Die werden hinzugezogen, um den Markt zu beschreiben. Gehen wir nochmal auf das Beispiel vom Kai ein. Da haben wir das Beispiel vom Gastrohandel gehabt. Was für Daten hatten wir da? Gehen wir auf die unternehmenseigenen Daten zu. Zunächst einmal hatten wir hier die Vertriebsregionen. Sie können sich erinnern, Landkreise und die Vertriebsregionen. Und für alle diese Regionen hatten wir Informationen. Verkaufszahlen, Außendienstbesuche und mehr. Drittens waren die Kunden auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Das heißt, jeder Kunde hat eine Adresse und mit Hilfe von Geokodierung können wir die Kunden auf die Karte projizieren. Es gibt aber auch weitere Informationen, die wir jetzt beim ersten Beispiel nicht hinzugefügt haben. Standortinformationen, zum Beispiel Mitarbeiterstandorte, Ihre Vertriebsmitarbeiter, wo wohnen Sie, wie weit müssen Sie fahren, um unsere Kunden zu erreichen? Oder Ihre Büros, oder wo sind meine Lieferanten, oder wo sind die Logistikzentren? Das ist nur ein Beispiel, wie Sie Ihre internen Daten für Analysen hernehmen können. Nun zu den externen Daten an unserem Beispiel. Was für Daten hatten wir da? Wir hatten einmal die Marktstudie, die berühmten 21 Milliarden Euro. Eine Kennzahl für ein Land, für ganz Deutschland. Was haben wir gemacht? Wir haben sie heruntergebrochen, disaggregiert, um damit ein Potentialvolumen zu berechnen. Aber wir können natürlich auch unsere Kunden, also unsere Restaurants, unterstützen, indem wir weitere Daten hinzufügen. Beispielsweise soziodemografische Daten und Kaufkraftdaten. Das heißt, wer sind die Kunden meiner Kunden? Wo wohnen sie? Wie ist die Altersstruktur? Wie kaufkraftstark sind sie? Aber wir haben auch weitere Informationen, die wir hinzuziehen können, wie zum Beispiel Firmeninformationen. Wo sind die Mitbewerber oder wo gibt es Potenziale, die ich vielleicht akquirieren kann? Wenn ich die Analyse weiter hinausziehe, dann kann ich auch Points of Interest hinzuziehen. Zum Beispiel, wie ist das öffentliche Verkehrsnetz? Wie reisen meine Kunden wie reisen die Kunden meiner Kunden, also die Restaurantbesucher, ins Restaurant an? Mit dem öffentlichen Verkehrsnetz oder wo sind Parkgaragen? Sie sehen, schon anhand dieses einen Beispiels ist es super, mit so vielen Daten zu arbeiten. Aber es gibt noch eine Menge anderer Daten. Diese externen Marktdaten sind ein Füllhorn, von dem Sie sich einfach nur das Beste raussuchen müssen. Das kann sein Frequenzdaten, Pkw-Frequenzen oder Passantenfrequenzen, aber auch eine große Menge an Spezialdaten für alle möglichen Branchen, sei es Bildungsdaten oder es gibt Spezialdaten für die Pharmabranche. Gehen wir ganz runter zu den Landnutzungsdaten. Wer braucht Landnutzungsdaten? Wenn ich im Traktormarkt tätig bin, sind das für mich die Potentialdaten. Da möchte ich wissen, wo mein Potenzial ist. Oder Gartenflächen, wenn ich Rasenmäher oder Gartenutensilien verkaufe, bis hin zur Bebauungsstruktur für die Immobilienbranche oder die Baubranche. Sie sehen, es gibt eine Fülle an Daten, die es am Markt verfügbar gibt. Ich werde Ihnen jetzt nicht alle aufzählen, es würde das Webinar sprengen. Wenn Sie für Ihre Branche Spezialdaten brauchen, kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen, für Sie die passenden Daten und Fragestellungen zu finden. Dafür haben wir ein starkes Datenpartnernetzwerk im Hintergrund. Gehen wir nun auf den zweiten Punkt ein. Geografisch. Was meinen wir darunter? Es gibt Daten auf unterschiedlichen geografischen Ebenen. Das heißt, wie können die Daten zusammengefasst werden? Dafür möchte ich Ihnen was zeigen, und zwar am Beispiel von der Stadt Baden bei Wien. Baden bei Wien, für unsere deutschen Teilnehmer, falls Sie es nicht wissen, ist hier orange eingekreist, südlich von Wien. Ich werde jetzt meinen Bildschirm teilen, damit Sie das besser sehen können. Sie sehen jetzt Baden nach Postleitzahlen eingeteilt. Die Postleitzahlebene ist eine sehr häufige verwendete Ebene, um Daten zusammenzufassen. Wenn Sie aufmerksam hinschauen, sehen Sie sofort etwas ganz Wichtiges. Die Postleitzahl 2500 für Baden liegt geografisch direkt neben 2504 im Süden und 2512.
Diese Informationen hätten Sie rein tabellarisch nicht sofort herausgefunden, weil die liegen nicht untereinander in der Tabelle. Jetzt gehen wir mal auf die nächste Ebene, eine administrative Ebene. Hier haben wir die Gemeinde. Wenn Sie wiederum aufmerksam waren, sehen Sie, dass die Gemeindeebene nicht grenzscharf ist mit der Postleitzahlebene. Das heißt, Sie können die nicht so einfach miteinander kombinieren. Das ist aber auch logisch, weil die Postleitzahlgrenzen werden von postalischen Unternehmen erzeugt für ihre Fragestellungen und die Gemeindegrenzen werden vom Bund, vom Staat, von der Gemeinde erzeugt. Für einige Fragestellungen ist die Gemeinde zu groß. Baden hat ca. 25.000 Einwohner und dann will man genauere Daten haben. Da gibt es zum Beispiel die Zählsprengelebene in Österreich. Das ist die kleinste administrative Ebene in Österreich. Die sind Sie hier dargestellt und wir haben hier auch Informationen dahinter. In diesem Beispiel habe ich Ihnen die Anzahl der Einwohner pro Zählsprengel dargestellt. Nehmen wir uns einen Zählsprengel heraus, genau der Orangen in der Mitte mit den 1039 Einwohnern. Und für einige Fragestellungen ist das sogar zu grob. Einige Kunden wollen genauere Daten. Dafür gibt es die Rasterebene. Die sehen Sie hier rot drüber gelegt. In diesem Fall haben wir die 250 mal 250 Meter Rasterebene dargestellt. Übrigens, diese Rasterzellen, diese Rasterebenen gibt es in vielen europäischen Ländern mit Daten befüllt. Wenn wir uns jetzt den Zählsprengel genauer anschauen, sehen Sie, dass dieser von 11 Rasterzellen geschnitten wird. Also schon wesentlich granularer, obwohl der Zählsprengel gar nicht so groß ist. Und da gibt es auch Daten. Exemplarisch habe ich Ihnen hier die Anzahl der Gebäude zum Beispiel dargestellt. Und die kleinste granulare Ebene für uns, für die Analysen, ist die Adresse. Hier sehen Sie dargestellt die Adressen für diesen Zählsprengel. Adressen können mittels Geokodierung auf die Karte gebracht werden. Das sind Ihre Kunden, das sind Ihre Mitarbeiterstandorte und dergleichen. Jetzt kommen wir noch auf den zeitlichen Aspekt. Wieso brauchen wir den zeitlichen Aspekt? Ein Raum ändert sich, die Informationsverdichtung ändert sich über die Zeit. Deswegen habe ich Ihnen ein Beispiel rausgeholt von der Donaustadt in Wien. Das ist der 22. Wiener Gemeindebezirk. Die Donaustadt ist einer der am stärksten wachsenden Gebiete Wiens und sogar Österreichs. Und hier haben wir einen Vergleich zwischen 2013 und 2023. Und da gab es ein Bevölkerungswachstum von 30% oder über 50.000 Einwohner, also zweimal die Stadt Baden. Hier sehen Sie grau hinterlegt die Rasterzellen, wie Sie sie vorher vorgestellt haben. Das sind die Zellen, die Bereiche, wo Personen gemeldet sind, wo sie leben. Die freien Flächen sind zum Beispiel Ackerflächen. Und jetzt wollen wir wissen, wohin sind die 50.000 Leute vorwiegend hingezogen. Das sehen wir jetzt im nächsten Bild. Und zwar sehen wir hier, die roten Zellen sind jene Gebiete, in denen die Personen hauptsächlich hingezogen sind. Wir haben jetzt zwei Zeitpunkte genommen, 2013, 2023. Jetzt wollen wir das betrachten über den zeitlichen Verlauf, über die 10 Jahre hinweg. Gleicher Ausschnitt. Sie sehen hier die Rasterzellen auch farblich eingefärbt, das heißt, blau ist besonders dicht bevölkert. Und zweitens möchte ich Ihnen genau diesen Stadtteil vorstellen. Man kann natürlich über den zeitlichen Aspekt auch Stadtentwicklungsgebiete gut nachvollziehen. Und das schauen wir uns jetzt an, wie das in den letzten 10 Jahren, also 2013 war in der Seestadt Aspern, haben keine Personen gelebt und über die Zeit hinweg ist es immer dichter geworden. Immer mehr Leute sind hingezogen. Derzeit wohnen ca. 11.000 bis 12.000 Leute in der Seestadt Aspern, das heißt, wir haben innerhalb der letzten 10 Jahre sind 11.000, 12.000 Leute hingezogen und die Prognose ist, dass bis zum Jahr 2028 ca. 20.000 Leute dort wohnen werden. Was habe ich Ihnen präsentiert? Ich habe Ihnen die Datenwelt wieder mal anders dargestellt, mit dem Raumbezug. Wie gesagt, inhaltlich, geografisch und zeitlich. Aber wieso erzähle ich Ihnen das Ganze? Ich möchte Ihnen den Nutzen von raumbezogenen Daten anhand zweier Kundenbeispiele näher erläutern. Ein Kunde von uns wollte seine internen Daten einmal nur auf der Karte visualisieren. Das heißt, er hat seine Servicetechniker und seine Kunden visualisiert. Und dann hat er festgestellt, dass einige Kunden sehr weit weg sind von seinen Servicetechnikern. Und so wurde ihm klar, warum er in einigen Gebieten einige Kunden verloren hat.
Im zweiten Beispiel gehe ich auf einen Kunden ein, der im Storage-Bereich tätig ist, also Lagerräume hat. Und für ihn sind dicht besiedelte Gebiete sehr wichtig, und zwar dort, wo man relativ kurz mit kurzen Anreisezeit hinkommt. Der hat natürlich Daten gebraucht, die sehr kleinräumig sind. In diesem Fall gibt es entweder die Zählsprengdaten oder die Rasterdaten. Nun wollen wir Ihnen zeigen, wie man interaktive Analysen durchführen kann mit der Lösung VigoWeb. Ja, das ist die Oberfläche unserer Software. Wir bleiben in der Gastro-Szene. Der Kai und ich überlegen uns vielleicht unser Umfeld zu erweitern und ein Restaurant zu öffnen. Wir haben ja vorhin gesehen, dass die Seestadt, oder zumindest der 22. Bezirk in Wien, stark wächst, und uns wurde eine Immobilie angeboten, und zwar in der Janis Joplin Promenade. Jetzt schauen wir uns an, wo das ist. Hier die Seestadt. Und wenn wir jetzt hier genau tiefer reinschauen, sehen wir hier orange markiert der Standort, und ich habe gleich all meine Bevölkerungsdaten schon im System vorliegen. Wir wollen jetzt schauen, wie hoch das Potenzial ist. Das heißt, wir wählen jetzt eine andere Methode, und zwar die Bottom-up-Methode. Das heißt, wie viel Potenzial haben wir in einem gewissen Bereich. Und zwar schauen wir uns in diesem Szenario an, wie das Potenzial ist in einem gewissen Einzugsgebiet. Und zwar wählen wir ein Einzugsgebiet von 10 Minuten, hier mit dem Auto. Das schaut ein bisschen komisch aus, aber das ist normal, weil das sich das Einzugsgebiet nach dem Straßennetz richtet. Man kann natürlich auch Einzugsgebiete mit dem öffentlichen Verkehrsnetz berechnen. Nun, im nächsten Schritt schauen wir uns an, was gibt es dort. Wir selektieren alle Zellen, alle Informationen, die wir da haben, im Einzugsgebiet. Und in der Tabelle würden wir das gleich sehen, dass es dort 48.000 Leute wohnen oder 18.900 Haushalte. Letztendlich sind die Mitbewerber auch wichtig. Das heißt, der Raum gehört ja nicht uns allein, das Potenzial schon, wir wollen wissen, wo die Mitbewerber sind. Das sieht man hier vielleicht nicht ganz so gut, aber ich erkläre es Ihnen. Also es gibt einige Mitbewerber hier an der Esslinger Hauptstraße, aber auch in der Seestadt sind schon einige Restaurants angesiedelt. Nun wollen wir ein Potenzial berechnen, ob das überhaupt Sinn macht, dort ein Restaurant zu öffnen. Hier nochmal die Kennzahlen, die wir für unsere erste Potenzialberechnung hernehmen. Und zwar haben wir dieses Einzugsgebiet, 10 Minuten. Da haben wir herausgefunden, dass 48.000 Einwohner drin wohnen oder 18.900 Haushalte. Die Kaufkraft ist bei einer Berechnung des Potenzials immer ein wichtiger Bestandteil, weil wir wollen ja wissen, wie viel Geld wollen die Leute ausgeben. Der Kaufkraftindex in unserem Einzugsgebiet ist 108, also überdurchschnittlich für Österreich, was normal ist für Wien. Und dann haben wir natürlich auch einen Kennwert rausgesucht, und zwar eine Konsumerhebung der Statistik Austria, um herauszufinden, wie viel Geld geben die Leute grundsätzlich aus bei einem Restaurantbesuch. Und da kam die Zahl heraus, durchschnittlich geben der Haushalt ca. 1.500, 1.600 Euro pro Jahr aus. Das heißt, in unserem Fall wären das ca. 630 Euro pro Kopf. Und natürlich haben wir die Mitbewerber, die dürfen wir nicht vernachlässigen, weil wir teilen uns ja das Volumen, den Raum mit den Mitbewerbern. Und mittels einer einfachen Formel können wir hier ein Potenzial berechnen. Und zwar haben wir das berechnet, das ist 1,34 Millionen Euro. Ich habe einen Freund aus der Gasthotel mal gefragt, ob das Sinn macht. Er meinte, es ist grundsätzlich nicht schlecht, also es wäre eine Überlegung wert, dort was aufzumachen. Ich überlege mir das so, Martin. Also ganz sicher bin ich mir noch nicht. Kann man das denn noch anpassen eigentlich, die Analyse? Oder ist das jetzt so gegeben, wie es ist, 10 Minuten und ähnliches? Oder? Na, grundsätzlich ist das natürlich eine erste Überschlagsrechnung. Man kann natürlich die Potenzialrechnung verfeinern, man kann größere und kleinere Einzugsgebiete nehmen, man kann das öffentliche Verkehrsnetz hinzunehmen oder man kann auch die Mitbewerber stärker gewichten. Also die näheren Mitbewerber nehmen mehr Potenzial weg, die weiter entfernt sind weniger. Das heißt, man kann das auf jeden Fall verfeinern. Okay. Man sollte auch mehrere Szenarien berechnen. Das war ja nur ein einfaches Szenario, das man berechnen kann. Aber man kann sich so sehr gut herantasten, um tatsächliches Potenzial zu berechnen. Wir haben ja gesagt, wir wollen interaktiv eine Analyse machen. Und das werden wir jetzt im zweiten Beispiel sehen. Kai, jawohl, bitte. Genau.
Ja, dazu springen wir nochmal zurück auf unser erstes Fallbeispiel, die Gastroanalyse für Deutschland. Sie erinnern sich, 200 Millionen Euro Umsatz. Wir haben Außendienstgebiete gemacht und auch ein bisschen analysiert. Und dazu springe ich jetzt in unser webbasiertes Landkartensystem VigioWeb. Und mit dem kann man wunderbar interaktive Analysen durchführen. Dazu brauche ich auch gar keine Software zu installieren. Ich logge mich einfach ein. Ich habe hier meine Anmeldedaten, sage Anmelden und sehe sofort eine Karte. Die kommt Ihnen vielleicht bekannt vor, sieht so ähnlich aus wie die Standortplanungssoftware, die Martin gerade kurz vorgestellt hat. Das heißt, es ist universell einsetzbar. Es ist jetzt nicht nur Standortplanung, sondern man kann da sämtliche Geomarketing-Fragestellungen mit bearbeiten. Ja, ich habe hier auf der rechten Seite meine Inhaltsangabe, da kann ich meine Layer mit organisieren. Ich kann jetzt meine Vertriebsgebiete zum Beispiel einschalten. Und hier sieht man deutlich, unsere Analyse hat schon was gebracht. Wir hatten ja vorher 10 Vertriebsgebiete und jetzt sehen wir automatisch schon mal mehrere. Das heißt, ja, es hat gefruchtet. Wir haben dort Vertriebsgebiete eingebunden, wo ein hohes Potenzial war und wo die Performance noch schwach war. Haben wir zusätzliche Mitarbeiter. Und einem dieser Mitarbeiter möchte ich jetzt Kennzahlen zur Verfügung stellen, damit er einen effizienten Start hat in sein neues Vertriebsgebiet. Und damit ich die ganze Analyse jetzt nicht Stück für Stück hier in diesem VigioWeb durchführen muss, habe ich das schon vorher getan und mir ein Lesezeichen angelegt, ein sogenanntes Bookmark. Da kann ich die Analyse, die ich vorher durchgeführt habe, einfach aufrufen. Das ist sehr, sehr praktisch. Wir springen also automatisch auf das Gebiet, das wird hier in der Mitte dargestellt. Ich sehe jetzt Punkte auf der Landkarte, eigentlich Dreiecke. Wir sehen hier die A-Kunden als grünes großes Dreieck und die B-Kunden als kleines gelbes Dreieck. Die interessieren uns, die C-Kunden habe ich mal weggefiltert, denn die betreuen wir nur telefonisch in dem Beispiel. Ich kann jetzt meine Vertriebsgebiete hier ausschalten und ja, kann zum Beispiel eine Analyse fahren. Ich weiß, dass der Mitarbeiter erstmal in diesem Gebiet hier tätig sein wird. Deswegen selektiere ich jetzt einfach diese Postleitzahlen im Westen des Gebietes. Klick. Und ich sehe, ich habe hier 64 Postleitzahlen, die ich hier ausgewählt habe in diesem Gebiet. Und hier unten werden automatisch gleich die Kennzahlen zusammengefasst, die sich auf diese Auswahl beziehen. Also ich habe da ein Marktvolumen von 5 Millionen, Umsatzziel, Jahresumsatz und so weiter. Nachdem ich mir das jetzt nicht manuell herausziehen möchte, werde ich jetzt was tun, was Sie niemals geglaubt hätten, was ich tun werde, nämlich werde ich jetzt eine Marktanalyse machen, eine geobasierte. Welche Überraschung. Ich hätte auch eine Zielgruppenanalyse machen können, aber ich mache eine Marktanalyse. Ja, der Report wird gestartet und es wird automatisch ein Excel im Hintergrund erstellt. Das muss jetzt nicht zwingenderweise ein Excel sein, das kann auch ein PDF sein oder eine PowerPoint. Es wird auf jeden Fall automatisch generiert und zwar umfasst dieser Report nicht irgendwelche Kennzahlen, die standardmäßig drin sind, sondern erfasst Ihre Kennzahlen. Ihre Daten werden hier eingespeist, das ist immer individuell an Ihre Anforderungen angepasst, das System. Man sieht hier unten, wenn die Spalte bei Ihnen nicht Marktvolumen heißt, sondern Absatzpotenzial, dann heißt es in Ihrem System auch Absatzpotenzial. So, ich glaube, ich habe es verpasst. Der Report ist, glaube ich, schon durch. Jawohl, hier oben gehe ich auf das Symbol der Glocke, klicke drauf, der Report wird heruntergeladen und ich kann hier ein Excel öffnen. So, da ist es. Da muss ich sagen, Bearbeitung aktivieren. Ja, dieser exemplarische Report umfasst jetzt einige Tabellenblätter. Wir werden jetzt nicht alle durchgehen, aber es gibt meistens eine Art Deckblatt, wo ich jetzt hier die Postleitzahlen dargestellt habe, die ich in der Karte ausgewählt habe, nämlich das Gebiet, was der Mitarbeiter jetzt demnächst beackern will. Und diesen Report kann ich natürlich für jede beliebige Postleitzahl machen oder für jede beliebige Postleitzahlenkombination. Das ist das Schöne. Ich sehe hier gleich die Kundenverteilung. Ich kann aber auch eine ABC-Analyse machen, ABC-Kundendatenanalyse, also aus der Betriebswirtschaft. Ich sehe auch gleich die Marktanteile aufgelistet, hier unten. Oder das Marktpotenzial, das kommt Ihnen wahrscheinlich bekannt vor. Das ist ja unsere Matrix-Analyse, die wir hier allerdings auf Postleitzahlenebene haben. Also wir sind nicht immer nur auf Landkreisebene unterwegs, sondern je nach Anwendungsfall muss man halt die richtige Ebene wählen. Und hier unten sehe ich auch gleich die Tabelle dazu. Da zoomen wir mal rein. Und das ist ja dann schon beachtlich. Also wenn ich hier die Postleitzahl sehe in Wernigerode, habe ich ein Marktvolumen von 366.000 Euro Umsatz. Hingegen ist bei 20.000 Euro. Also da ist noch relativ viel zu holen in diesen Gebieten. Und so sehe ich das sofort im Vertrieb, wo ich die Potenziale habe, wo ich den Fokus drauf legen kann.
Wenn solche Daten denn vorhanden sind, dann gibt es sogar hier gleich die Top-Unternehmen aufgelistet. Sowas kann man auch integrieren, dann hat man es noch einfacher. Gut, ja, zusammenfassend vielleicht nochmal, was kann man mit diesen interaktiven Marktanalysen tun? VigoWeb ist unser landkartenbasiertes Daten- und Analysewerkzeug, mit dem Sie die Analysen durchführen können, interaktiv. Wichtig sind natürlich auch, dass die Daten immer aktuell sind. Also es nützt nichts, wenn man so ein System betreibt und alle 2 Jahre die Umsatzpotenziale neu rechnet oder die Umsätze der Kunden nur alle 2 Jahre aktualisiert. Und dazu gibt es Funktionen wie zum Beispiel ein Excel-Upload, wo man unkompliziert die Daten einfach aktualisieren kann. Viele unserer Kunden haben aber auch automatische Updates, weil das Excel-Upload natürlich auch manchmal fehleranfällig ist. Also wir binden das an ihre Systeme an, die Daten werden täglich, wöchentlich, monatlich einmal automatisch aktualisiert, sodass man nichts machen muss, außer einmalig natürlich einen IT-Prozess zu definieren. Aber das ist unsere tägliche Arbeit, das können wir. Dann kann man auch im VigoWeb deskriptive Analysen machen und Auswertungen, wie wir es eben gesehen haben. Ich selektiere was und kriege sofort einen schnellen Überblick. Ich kriege die Summen, ich kriege die durchschnittliche Umsatzwerte in der Tabelle angezeigt. Da wird sich auch in Zukunft noch sehr viel tun im VigoWeb, das kann ich Ihnen schon versprechen. Ja, und zu guter Letzt haben wir noch automatisierte und einheitliche Reports, egal wer im Unternehmen den Report erzeugt. Er wird immer im gleichen Design daherkommen und er basiert auf der gleichen Datenqualität, nämlich auf einer guten, die vorher validiert wurde. Und daher ist es ein großer Benefit für die Effizienz, dass man auch diese entscheidungsunterstützenden Unterlagen schnell generieren kann und nicht lange rumdoktern muss. Ja, das war die Zusammenfassung von dem dritten Teil. Als Grobzusammenfassung vielleicht nochmal, es gibt 3 Bausteine, die man benötigt, um geobasierte Marktanalysen durchzuführen. Man braucht das Know-how über die Analyseverfahren und über die Methoden, das ist wichtig. Das zweite braucht man Marktdaten und Geodaten. Und als allerletztes braucht man dementsprechend die Werkzeuge, solche Analysen umzusetzen. Und wenn Ihnen alle 3 Punkte fehlen, rufen Sie uns an. Wir haben diese Möglichkeiten. Auch wenn Ihnen nur einer fehlt, ist auch kein Problem, rufen Sie uns an. Auch dann können wir Ihnen weiterhelfen.